Nachdem wir uns in einigen Videos mit fiesen Tricks an euren Autos und Wohnmobilen beschäftigt haben, möchte ich euch heute auf eine relativ neue, aber nicht unschlaue Betrugsmasche aufmerksam machen, die auf Parkplätzen lauern kann. Die gefälschten QR-Codes an Parkautomaten und anderen Automaten, auch bekannt als Quishing. Das ist eine moderne Form des Betruges, vor der aktuell sowohl der ADAC als auch die Polizei eindringlich warnen und die bereits in vielen europäischen Ländern und international aufgetaucht ist. Zum Beispiel in Deutschland, Italien, der Schweiz, in Großbritannien, Belgien, China und den USA. Ihr kennt das vielleicht. Ihr parkt euer Auto, geht zum Parkautomaten und scannt den QR-Code, um bequem per Smartphone zu bezahlen. Das ist eigentlich eine tolle Sache, wenn der Code echt ist. Aber genau hier setzen die Betrüger an. Sie überkleben die originalen QR-Codes an den Parkautomaten mit ihren eigenen, gefälschten Codes. Diese Aufkleber sind oft so professionell gestaltet, dass man sie kaum vom Original unterscheiden kann. Es sieht täuschend echt aus. Wenn ihr dann diesen falschen QR-Code scannt, werdet ihr nicht auf die offizielle Bezahlseite der Stadt oder des Parkplatzbetreibers geleitet, sondern auf eine betrügerische Webseite. Diese Seite sieht der echten, oft zum Verwechseln ähnlich, hat aber nur ein Ziel: eure Kreditkartendaten abzugreifen. Ihr gebt eure Daten ein, denkt, ihr habt bezahlt und im schlimmsten Fall sind eure Kreditkarteninformationen dann direkt bei den Kriminellen. Die wissen dann, wann und wo ihr geparkt habt und haben gleichzeitig eure Zahlungsdaten. Das Heimtückische daran ist, dass ihr oft erst später merkt, dass etwas nicht stimmt. Vielleicht, wenn unautorisierte Abbuchungen auf eurem Konto auftauchen oder wenn ihr doch ein Knöllchen für das angeblich nicht bezahlte Parken bekommt. Der ADAC und die Polizei warnen explizit vor dieser Masche, die alleine in Deutschland bereits in Städten wie Celle, Hannover, Köln und Dortmund aufgetreten ist. Aber auch in ganz Europa und international durchgezogen wird. Dieses Problem ist schon sehr weit verbreitet. Datendiebstahl ist nicht das Einzige, was passieren kann. Auch Malware-Installationen können vorkommen. Also das Herunterladen und Installieren von schädlicher Software wie Viren, Trojaner und Ransomware auf deinem Gerät, um wiederum Daten zu stehlen oder das Gerät zu kontrollieren oder es zu verschlüsseln. Dieser Trick kann übrigens auch bei Ladesäulen oder Werbetafeln vorkommen. Überall, wo ihr gewöhnlicherweise ohne Verdacht zu schöpfen QR-Codes scannt. Was könnt ihr also tun, um euch vor dieser modernen Abzocke zu schützen? Seid misstrauisch. Bevor ihr einen QR-Code scannt, überprüft ihn genau. Ist der Aufkleber schief? Sieht er anders aus als andere Codes? Fühlt er sich anders an als die restlichen Aufkleber drumherum? Manchmal könnt ihr auch versuchen, den Aufkleber vorsichtig zu lösen und zu sehen, ob darunter ein weiterer echter Code ist. Und ganz wichtig, überprüft immer die URL, auf die ihr weitergeleitet werdet. Beginnt sie mit https://? Sieht der Domainname seriös und korrekt aus, also gehört er zum Parkplatzbetreiber oder zur Stadt? Wenn ihr auch nur den leisesten Zweifel habt, zahlt lieber auf eine andere Art und Weise. Nutzt die Münzzahlung oder eine Park-App, bei der ihr die korrekte ID des Parkplatzes selbst eingebt. Oder sucht einen anderen Parkplatz. Lasst euch nicht in diese Falle locken. Es gibt ja nicht bei allen Parkplätzen diese zusätzliche Möglichkeit neben der Barzahlung und zur App. Ich selbst bezahle immer mit der App, wenn ich sie bereits installiert habe. Es gibt ja nicht so viele weit verbreitete Anbieter. So muss ich keinen QR-Code scannen und laufe nicht Gefahr, auf diese Masche reinzufallen. Passt auf euch auf, bitte liked das Video. Bis bald. Ciao, ciao.